Du bist auf der Suche nach einem passenden Haarschneider, bist aber noch gar nicht sicher, welcher für dich am besten geeignet ist? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Denn ich habe 8 der gängigsten Geräte für dich getestet und alle meine Erkenntnisse siehst du jetzt hier in diesem Video. Also bleib dran, es geht los. Auf geht's mit unserem Vergleichstest der Haarschneider. Wie üblich vergleichen wir für euch Geräte verschiedener Preisklassen und geben euch einen Überblick über die wesentlichen Unterschiede. Mit dabei sind diesmal 2 günstige Allrounder von Hateka und Remington, 2 preiswerte Standards aus der Braun HC-Reihe, ein mittelpreisiger Philips mit vielen Features, 2 Panasonic Profi-Geräte und last but not least ein Designgerät aus dem Hause Wahl. Die Links zu den Produkten findet ihr dabei unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn ihr noch etwas mehr Details zu einem der Haarschneider erfahren wollt, haben wir dort auch die Einzeltests für euch verlinkt. Nun starten wir aber, und zwar mit dem Punkt Ausstattung und Technik. Hier haben wir zunächst die Akkulaufzeit, die bei den meisten Geräten ca. 50 Minuten beträgt. Positiv herausstechen können hier die Haarschneider von Wahl und Philips. Spitzenreiter in unserem Test ist allerdings der Hateka, der nicht nur 2,5 Stunden Laufzeit, sondern auch noch einen Ersatzakku mitbringt. Beziehen wir noch die Ladezeit mit ein, sehen wir, dass die meisten Haarschneider nach einer Stunde geladen sind. Ein paar der Geräte hinken mit 90 bzw. 120 Minuten ein wenig hinterher. Weit abgeschlagen mit 8 Stunden Ladezeit ist der Braun HC5050. Sein großer Bruder, der HC5090, setzt sich dem entgegen durch. Neben der kurzen Ladezeit bringt er nämlich noch eine Quick-Charge-Funktion mit. Natürlich kommen die Geräte nicht nackt, im Gegenteil. Das ein oder andere Feature kann man schon erwarten, wie beispielsweise die nett gemachte Akkuanzeige des Remington, den großen Lieferumfang des Hateka oder die besondere Optik des Wahl Magic Clip Cordless. Was die Features angeht, sticht unter allen Testkandidaten aber ein Gerät besonders heraus. Und zwar der Philips HC9450. Anders als alle anderen Haarschneider in unserem Test, die im Wesentlichen auf Verstellringe, Schieberegler und Hebel setzen, geht der Philips den Weg der Digitalisierung. Will man hier die Schnittlänge einstellen, funktioniert das über das sogenannte Digital Swipe. Dabei wischt man quasi nach oben oder nach unten und wählt dadurch die Millimeterangabe aus. Der Kammaufsatz wird dann automatisch auf die gewünschte Länge eingestellt. Manuelles Justieren über Drehregler oder ähnliches ist hier also nicht notwendig. Das ist nicht nur bequem, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten. Mit einer maximalen Schnittlänge von 42 mm zieht der Philips an unseren übrigen Testgeräten vorbei. In der Regel liegen diese im Schnittbereich zwischen 15 und 25 mm. Ausnahmen sind lediglich die beiden Braun-Geräte mit 35 und der Remington mit 40 mm. Bei den Einstellungsintervallen setzt sich der Philips mit 400 Längeneinstellungen in 0,1 mm Schritten ebenfalls deutlich von den Konkurrenzgeräten ab. Zumindest im Nahbereich können die Mitbewerber über Verstellringe oder Drehregler noch relativ feine Intervalle bieten. Beim Wahl geht es über einen Hebel sogar stufenlos zur Sache. Sollen die Haare aber etwas länger bleiben, hat man als Nutzer leider nicht mehr so viele Optionen. Hier werden die Intervalle mit zunehmender Schnittlänge in der Regel größer oder zumindest weniger fein. Unterm Strich haben wir in Sachen Ausstattung und Technik somit einen klaren Sieger. Der Philips bietet durch seinen digitalen Ansatz mehr Komfort bei der Bedienung, einen größeren Schnittbereich und mehr Längenoptionen. Hier können die anderen Haarschneider konzeptionell nicht mithalten und bleiben daher abgeschlagen zurück. Wem der digitale Weg allerdings nicht handfest genug ist, der sollte mal bei den Panasonic-Geräten schauen. Das Konzept ist recht einfach gehalten, hat uns aber dennoch ganz gut gefallen. Beim maximalen Schnittbereich und auch bei den Längenintervallen muss man allerdings schon einige Abstriche machen. Kommen wir als nächstes zum Punkt Trimmen und Schneiden und damit zu unserem Praxistest. Hier haben wir die Haarschneider erstmal in die Hand genommen und aus der Nähe angeschaut. Interessanterweise sticht hier der Philips nicht mehr so positiv hervor. Das Gerät ist groß und klobig und die Front wirkt nicht sonderlich hochwertig. Alle anderen Geräte vermitteln an sich einen positiven Eindruck. Auffallend gut verarbeitet sind unserer Meinung nach die Panasonic-Geräte. Hier wirkt alles quasi wie aus einem Guss. Optisch kann sich dagegen das Gerät aus dem Hause Wahl behaupten. Ein echter Hingucker, anders kann man es nicht ausdrücken. Gute Verarbeitung und hochwertige Materialien haben am Ende allerdings auch ihren Preis, nämlich wenn es ums Gewicht geht. Entsprechend haben die höherpreisigen Geräte hierbei eher das Nachsehen. Die Panasonic Profi-Maschinen und auch der Wahl bringen also schon ein bisschen was auf die Waage. Gut abschneiden können hier wiederum die Braun-Geräte und auch der Philips macht hier eine ganz gute Figur. Bei der Lautstärke liegen wir bei den meisten Testkandidaten mit 60 bis 70 Dezibel in einem soliden Bereich. Lediglich 2 Geräte stechen heraus. Einmal der Hateka, der mit 53 bis 55 Dezibel der leiseste Haarschneider in unserem Test war. Dahinter auf dem zweiten Platz haben wir den Panasonic ERDG P82 mit 59 Dezibel.
Als nächstes wollen wir schauen, wie sich die Haarschneider im Einsatz geschlagen haben. Hier gibt es zwei wesentliche Bereiche zu begutachten, nämlich das Arbeiten mit dem Trimmerkopf nah an der Haut und das Stutzen längerer Haare mit den Kammaufsätzen. Da Remo am liebsten ohne Haare rumläuft, hat er sich zunächst auf das Trimmen konzentriert. Los geht's dabei mit dem Sicherheitsgefühl. Wir machen uns natürlich immer wieder mal die Sorge darum, wie sicher ist es sich mit diesen Geräten die Haare zu schneiden. Wir arbeiten mit der Klinge direkt auf der Haut und der eine oder andere von euch mag es vielleicht kennen aus früheren Tagen oder bei sehr minderwertigen Produkten hat man mal das Gefühl, dass die Klinge so scharf ist, dass man sich vielleicht die Haut kratzt oder eventuell sogar sich direkt ins Fleisch schneidet. Das wollen wir natürlich nicht. Und ich kann euch sagen, durch die Bank weg ist das bei diesen Geräten hier absolut unbegründet, darüber nachzudenken, denn alle Geräte sind tatsächlich sehr sicher. Klar haben wir hier Unterschiede, das ist natürlich auch der Preisspanne geschuldet, die wir hier haben. Es gibt günstige Geräte, die sind nicht ganz so präzise gefertigt und es gibt natürlich hochwertige Geräte, die sind etwas besser gefertigt. Durch die Bank weg können wir aber sagen, egal welcher Ansatz von den Herstellern gewählt wird, alle Klingen vermitteln ein ziemlich hohes Sicherheitsgefühl. Ähnlich wie beim Sicherheitsgefühl verhält es sich anschließend beim Trimmergebnis. Grundsätzlich kann man sagen, haben wir hier ein sehr hohes Niveau. Abgrenzen müssen wir es trotzdem und man kann ehrlich sagen, so die ersten 5 Geräte sind eher so Note 2. Die einen ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter, aber die Unterschiede sind nur marginal. Deutlich besser wird es dann auf Note 1 bei den letzten 3 Geräten. Hier merkt man dann tatsächlich doch den Qualitätsunterschied und die Kraft, die dann letzten Endes in den Geräten steckt. Hier funktioniert es nochmal ein bisschen besser. Wenn man jetzt aber beachtet, dass zum Rasurgefühl auch die Wärmeentwicklung gehört, sieht das Bild schon wieder ganz anders aus. Und da ist in meinen Augen so eine kleine Überraschung. Und zwar liegen tatsächlich die günstigsten Geräte und 2 der teureren Geräte auf ähnlich schlechtem Niveau. Hier ist die Wärmeentwicklung tatsächlich teilweise ziemlich stark, so weit, dass man das Gefühl haben könnte, dass das Gerät sogar heiß wird. Es ist immer noch sicher genug, es gibt keine Verbrennung oder sonstiges, aber man fühlt dann doch schon so, hey, hier wird es gerade ziemlich warm am Kopf, da muss man vielleicht einmal kurz ein bisschen abkühlen. Besser wird es dann schon wieder mit den beiden Geräten von Braun und auch das war eine Überraschung für mich, denn wir haben hier einen relativ hohen Kunststoffanteil unter der Klinge, wo ich jetzt vermutet hätte, da kann nicht viel Wärme abgeführt werden, aber es funktioniert anscheinend deutlich besser als zum Beispiel bei den eben 4 genannten Geräten. Noch ein bisschen besser kann das dann das Gerät von Philips. Hier ist die Wärmeentwicklung immer noch vorhanden, aber es hält sich doch stark in Grenzen. Aber wie es wirklich funktioniert, das zeigt uns das Gerät von Wahl. Und das liegt meiner Meinung nach einfach daran, wir haben hier eine wirklich massive und große Metallklinge. Sie ist an einigen Stellen ziemlich dick, sehr großflächig und hier sind wir in der Lage, sehr viel Wärmeenergie aufzunehmen und somit wird sie nicht an den Kopf abgegeben. Für mein Empfinden ist es sogar sehr positiv zu bewerten, dass wir hier mit einer verhältnismäßig kalten Klinge starten und wenn ich fertig bin mit Haare schneiden, ist die Klinge immer noch mal gerade so warm. Das ist deutlich angenehmer als zum Beispiel hier, wenn man zwischendrin das Gefühl hat, man muss eine kleine Pause einlegen. Und nochmal zur Erinnerung. Die Links zu den Einzeltests und zu den Produkten findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. So viel zum Trimmgefühl und Ergebnis. Nun werfen wir einen Blick auf das Schneiden längerer Haare mit den Kammaufsätzen. Remo hat alles versucht, aber leider sind seine Haare nicht schnell genug nachgewachsen. Daher haben wir uns nach einem Frisierkopf umgeschaut. Dieser kam nach einigen Tagen bei uns an und wir nannten ihn Eddie. Eddie ist ausgestattet mit 100% Echthaar und dadurch besonders geeignet für unseren Test. Unser Möchtegern-Friseur Chris durfte alle Haarschneider einmal ausprobieren und siehe da, alle Maschinen haben es geschafft, die Matte zu bändigen. Keine ist in irgendeiner Form durchgefallen. Soweit so gut. Unterschiede gab es dennoch, vor allem bei der Anzahl der Korrekturzüge. Gerade bei den günstigen Geräten von Hatecker und Remington musste man schon etwas öfter drüber gehen. Das liegt unserer Meinung nach an den Kammaufsätzen. Vor allem beim Remington sind diese etwas dick und grob gefertigt und neigen dazu, Haare auch mal platt zu drücken, anstatt sie zu schneiden. Etwas besser war es dann schon bei den beiden Braun-Geräten. Hier haben wir ein solides Stutzergebnis, gemessen am Preis eine wirklich gute Leistung. Der Philips macht seinen Job ebenfalls gut und sticht noch ein wenig durch seinen Turbo-Modus heraus. Gerade bei dickem Haar kann das hilfreich sein. Die besten Stutzergebnisse in unserem Test hatten wir allerdings mit den Profi-Haarschneidern von Panasonic und Wahl. Ähnlich wie beim Trimmen merkt man hier die bessere Verarbeitung, die stärkere Maschine und auch das etwas ausgefeiltere System. Die Kammaufsätze erfassen die Haare schneller als bei den günstigeren Geräten und es sind deutlich weniger Korrekturzüge nötig. Nicht zuletzt aufgrund der starken Trimm- und Stutzleistung können die Profi-Geräte in unserem Praxistest dominieren.
Spitzenwerte erreicht bei uns der Panasonic ER-DGP82, wenngleich seine Klinge mit der Zeit auch gut warm wird. Knapp dahinter haben wir den Wahl Magic Clip Cordless, der beim Trimmen und Stutzen sogar noch ein kleines bisschen besser abschneidet, aber dafür bei der Lautstärke und Gewicht ein paar Punkte lassen muss. Auf dem dritten Platz kommt dann der Panasonic ER-DGP72, der kleine Bruder des DGP82. Natürlich muss das Drumherum bei so einem Gerät ebenfalls passen und da haben wir zuallererst das Thema Reinigung. Optimalfall ist sicher, wenn ein Haarschneider vollständig abwaschbar ist. Ein paar Geräte in unserem Test bringen dieses Feature tatsächlich mit, wodurch die Reinigung erleichtert wird. Bei den meisten Haarschneidern ist allerdings Handarbeit angesagt. Nur mit der Bürste reinigen ist hier die Devise. Das ist im Zweifel etwas müßiger, funktioniert in unserem Test aber ebenfalls ganz gut. Wenn es um die Klingen geht, sind diese im Idealfall selbstschärfend oder werden zumindest als lebenslang haltbar angeboten. Natürlich heißt das nicht, dass die niemals stumpf werden, aber man sollte eine Weile Ruhe haben. In unserem Test waren 5 der Geräte mit solchen Klingen ausgestattet. Bei den Profi-Geräten wird auf diesen Punkt nicht so sehr eingegangen. Der Verarbeitungseindruck bei diesen Haarschneidern spricht aber ebenfalls für eine längere Haltbarkeit der Klingen. Geht es um Lieferumfang und Zubehör, stechen in unserem Test vor allem 2 Geräte heraus. Und zwar die beiden Allrounder von Hatteca und Remington. Beide bieten quasi ein Komplettset, das neben Standards wie Reinigungsbürste, Öl- und Ladegerät noch allerhand weitere Teile liefert. Beim Remington gibt es zum Beispiel noch eine Nackenbürste, eine Schere und einen Kamm mit dazu. Der Hatteca setzt vor allem auf unterschiedliche Aufsätze und bringt beispielsweise noch einen Ausdünnaufsatz, 2 zusätzliche Trimaufsätze und einen Präzisionskammaufsatz mit. Die übrigen Haarschneider können mit dieser schieren Masse tatsächlich nicht mithalten, bringen aber dafür zumeist hochwertige Zubehörteile mit, wie man zum Beispiel an der Reisetasche des Philips HC9450 erkennen kann. Im Ergebnis haben wir bei der Reinigung, Wartung und Lieferumfang einen klaren Sieger, nämlich den Hatteca RFC 690. Er ist vollständig abwaschbar, seine Klinge ist selbstschärfend und er bringt das umfangreichste Zubehör mit. Der Braun HC5090 und der Remington HC5810 können hier zumindest in Teilen noch mithalten, lassen aber bei Lieferumfang bzw. Reinigung dann doch den ein oder anderen Punkt liegen. Die Haarschneider in unserem Vergleichstest wurden eingehend unter die Lupe genommen und man kann unterm Strich sagen, dass keiner so richtig durchgefallen ist. Dennoch wollen wir unsere Testsieger hier einmal vorstellen. Auf dem ersten Platz haben wir den Philips HC9450, der neben einer soliden Trim- und Stutzleistung vor allem durch seine digitalen Features herausstach. Auf dem zweiten Platz kommt der Panasonic ER-DGP82, der zwar etwas basic daherkommt, aber als Profigerät in Sachen Trim- und Stutzleistung auch den Philips hinter sich lässt. Und den dritten Platz sichert sich der Panasonic ER-DGP72, der kleine Bruder des DGP82. So, diese Haarschneider habe ich für euch gecheckt. Wenn ein Gerät dabei ist, was euch so richtig interessiert, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung, denn dort sind alle Produkte nochmal für euch verlinkt. Selbstverständlich inklusive Einzeltest. Ansonsten bleibt einfach dran, denn in der Endcard folgen noch ein paar interessante Videovorschläge.